Ja, ihr habt gerade die Melodie von Dance Monkey gehört und diese Melodie besteht aus nur 4 verschiedenen Tönen. Der gelben 2, der grünen 3, der gelben 0 und der grünen 2. Das könnt ihr in den Noten hier sehen. Gelbe 2, grüne 3, gelbe 0, grüne 2. Jeder Ton wird 8-mal gespielt. Das könnt ihr auch sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe eine Note übersprungen, nämlich diese erste Achtelnote vom zweiten Takt. Die ist hier oben mit so einem Bogen mit der Sechzehntelnote ganz am Ende vom ersten Takt verbunden. Die Sechzehntelnote, die Sechzehntelnoten könnt ihr hier an diesem Doppelbalken erkennen. Achtelnoten haben ja nur einen Balken, Sechzehntel haben einen Doppelbalken. Wie ihr vielleicht vorhin gemerkt habt, wird ja diese 3, die grüne 3, vorgezogen. Die wird früher gespielt. Also 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 und so weiter. Ihr müsst also nur die erste 3 spielen, die vor dem Bogen steht, und diese zweite 3, die hinter dem Bogen steht, die müsst ihr nicht spielen. Die klingt einfach nur. So einen Rhythmus zu lernen ist viel, viel einfacher, wenn ihr ihn mit Zählsilben durchsprecht. Ich mache euch das mal vor. Die stehen unten drunter, also Ti, Ti, Ti und Tike. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 Tike, Ti, 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 Tike, Ti, 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 Tike, Ti, 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 Ti. Ja, mag ein bisschen komisch klingen, aber es funktioniert total gut, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Man lernt so einfach sehr schnell einen Rhythmus zu spielen. Wir versuchen jetzt mal auf den leeren Seiten im Wechselschlag diesen Rhythmus zu spielen. Wir brauchen die gelbe Seite, die grüne Seite, dann nochmal die gelbe Seite und nochmal die grüne Seite. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ti. Ein bisschen schwierig sind immer die Übergänge von einer Seite zur nächsten. Denkt dran, wenn ihr mit dem Zeigefinger anfangt, im ersten Takt, dann muss der erste Ton auf der grünen Seite auch mit dem Zeigefinger gespielt werden. Ich mache euch mal langsam den Anfang vor. Ti, 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 Ke, Ti, Ti, Ti. Habt ihr das gesehen? Ti, Ke. Also beim Ke habe ich hier den Zeigefinger gespielt. Beim nächsten Schritt probieren wir mal, die Zählsilben zu sprechen und dazu mit der linken Hand den richtigen Fingersatz anzuzeigen. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ti. Und wenn das gut funktioniert, also Wechselschlag auf den leeren Seiten im richtigen Rhythmus, richtiger Fingersatz im richtigen Rhythmus, dann probiert ihr mal alles zusammen. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ke, Ti, 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 Ti. Oben drüber könnt ihr ein großes A sehen. Das ist jetzt also Melodie A gewesen. Die taucht im Intro, in der Strophe, im Pre-Chorus und im Chorus auf. Der Chorus ist übrigens der Refrain, das ist einfach das englische Wort. Und in den meisten Popsongs werdet ihr diese englischen Begriffe zur Bezeichnung der einzelnen Teile oder der einzelnen Formteile finden. Jetzt gucken wir uns mal eine Variation dieser Melodie an, die taucht im zweiten Teil der Strophe auf. Und zwar dort, wo die Strophe
in den Pre-Chorus übergeht. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja, in diesem Teil habt ihr am Ende einfach ganze Noten. Das heißt, ihr müsst die gelbe 0 nur einmal anspielen und genauso auch die grüne 2. Die ganzen Noten werden Ta, O, A, O gezählt. Die gelbe ganze Note wird nur als O, A, O gezählt, weil ihr zieht ja das Ke schon in den Takt rein. Tike, O, A, O. Ich spiele jetzt mal die Melodie, die B-Melodie und spreche dazu die Silben. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 ke, ti, 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 ke. O, A, O, Ta, O, A, O. Jetzt kommt der nächste Melodieteil, der wird hier C genannt und der taucht im Pre-Chorus auf, genau genommen in der zweiten Hälfte vom Pre-Chorus. Ich spiele ihn nochmal vor. 2, 3, 4. So, da habt ihr schon gehört, dass das Ende ganz kurz war. Ihr spielt nur einmal die grüne 2 und dann kommt eine Pause. Und zwar eine Gan, C, Pau, Se. So würdet ihr das nämlich jetzt in der Silbensprache sprechen. Ich mache jetzt nochmal einen Durchgang. Ich spiele nochmal einen Durchgang dieses C, dieser C-Melodie und ich spreche dazu die Silben. 1, 2, 3, 4. Ti, 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 ge. Ti, 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 ge. Ti, 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 ge. Gan. C, Pau, Se. Und hier in B und C, es ist natürlich wichtig, dass ihr auch mal nur die rechte Hand trainiert, also das heißt nur auf Leerseiten spielt, im Wechselschlag, dass ihr genauso auch diese Übung macht, wo ihr die Silben sprecht und dazu die Fingersätze anzeigt. Es ist natürlich so, dass B und C ja fast genauso sind wie A. Der Unterschied ist halt, dass in C am Ende einfach ein paar Töne fehlen und dass in B lange Noten vorkommen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Melodie.